So. Hallo, hallo. Glaube, es wird Zeit. Okay, why the... Interesting. Anscheinend heißt das Fenster Genshin. Okay, bei Genshin war noch die Seite offen. Das wollte ich aber eigentlich machen. Yay. Weiß nicht, was ich hier in Einstellungen suche. Let's go! Also, ich habe jetzt die ganze Zeit einen Controller in der Hand, weil ich den ganzen Tag wieder Wind Waker gespielt habe, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Aber ja. Eine kurze Frage. Danger. Kann ich zufälligerweise in den Einstellungen... Warum gibt es so viele Einstellungen? Hm. Okay. Eigentlich suche ich, wo man Controller einstellen kann gerade. Weil ich habe einen Controller verbunden. Anyway, dann halt nicht. Üff, Laptop schön. Oh nein, ist der Laptop kaputt gegangen? Das ist nicht gut. Kenne ich aus Erfahrung. Weiß ich, dass scheiße ist. Ist echt nicht schön, sowas. Nee. Okay. Dann gut. Nicht kaputt gegangen, yay. Ähm. Eine nette Person wird schwer als Privatperson zu reparieren. Was? Der Nette wird schwer als Privatperson zu reparieren. Oh, ups. Ist nicht so gut. Where there are people, there is noise. Okay, Mr. Edward. Wir machen heute hier ein bisschen weiter. Long time no see, old big eye. Long time no see, diamond in the rough. I've already made the necessary preparations. Be careful. We did pass the safety inspection stipulated by Article 027, Direct Ferris, and Article 076, Real Waste. However, this string scale will feature unfiltered and unpolished fresh memory. It will make for a very vivid experience.
veteran gamers call this type of dream a thrill dream. I don't know if you're into that kind of thing. If you feel any discomfort, please leave the dreamscape immediately and seek professional medical help. Okay. Luckily, I just so happen to be an excellent doctor, albeit a psychiatric one. Let us begin. Please, close your eyes and rest your forehead on the dream bubble. Touch the dream Oh bubble. yes, I nearly forgot. That elegant girl mentioned something before she left. The nature of this memory is special. Don't ruin the dreamscape experience for anyone else by spoiling the ending. Okay. Oh nein. Ah, Black Swan können wir mitnehmen. Würde ich ja fast sagen, machen wir Black Swan, Kafka, Hur und allgemeinen Support, Topaz. Oder beziehungsweise allgemeiner Sub-DPS. In my estimation, there is no question about it. This is murder. Murder. Such a foreign word to us. The people of Penacony could never come to any harm while under the watchful protection of the family. In a dream, even if you're bashed 1,000 times with a hammer, at worst, you'll still wake up in reality in a hotel. Not necessarily. Even if the result does not constitute harm, the criminal intent is clear enough. You specifically came here to cordon off the scene because of the unsavory nature of this case, right? You're not wrong. Even if there are no casualties, being smashed over the head with a hammer in the middle of the street for no reason at all. This is not the kind of thing that happens on Penacony. You are guests of the Oak family, so you may investigate the crime scene. I'll be on standby over here. Macht Sinn, macht Sinn. Aber was ist, wenn man bei Tod gekillt wird? Also bei Death, bei Just how did you Meme. manage to convince them in the blink of an eye that we're some kind of detectives? Offer no explanation. Just some suggestions at the memory level. If something happens in everybody's memory, then that something becomes a fact. Rather than hearing endless explanations, would you like to experience it for yourself? No, no, no. Hey, you can save that for the enemy. Okay. Then on to the next order of business. Let's discuss your companion, shall we? Memo Keeper of the Garden of Recollection. I've been watching you for quite some time. Also wir wissen ja, dass das hier auf der rechten Seite ist ja nicht Sampo, das ist ja Hanabi. Und das ist Black Swan. Das Black Swan soll Black Swan sein. You followed me wherever I went inside the dreamscape. In the windows along the commercial street. In the pond water reflections of the Ideen Park. Even in the reflections of the wine glass. My dear, do you have a crush on me? Well then, seeing as you're so interested in me, let's play a little game. I left a puzzle for you, Nero Timal. Solve it and prove that you're capable of pleasing me. If you can solve it, then we can talk. Don't leave me waiting, my dear. Before Penacony gets flipped upside down, try to find me, catch me, and stop me. There's actually more than one memo keeper who's come to Penacony. She's mixed me up with someone else. But no harm, no foul. The address that the mask gave you is right here. But you never would have thought that when Miss Sparkle mentioned a game, she was talking about wanton slaughter on the streets of Penacony. Such a direct act of provocation is enough to get my competitive side worked up too. Madam, forgive me.
I had no idea about anything she said. As you saw, I went through a brain scan and everything. I'm just a friend, helping her deliver a letter. That's all. I never knew this was actually a declaration of warfare. They say you shouldn't kill the messenger. So, maybe you can just, let me go. You all Das ist immer noch nicht Samples Stimme. here. I'm really not on your level. What a frightened look you have. Don't worry. Since this has nothing to do with you, I won't be suspecting you of anything. Why don't you come take a stroll with me? Oh, seems like I can't escape being an assistant detective. Oh, fine. It's all fine. No big deal. Okay. Bailiff. Wo sind wir? Das ist Black Swan's Dream Bubble. Wollte gucken. Constable, okay. If How's there's it anything here? you'd like to know, please ask away. Regarding the Who victim. was the victim? An IPC employee named Shamari. Everything's Eyewitnesses fine, reported nothing that happened. A tall, strong man wearing a large robe with long sleeves walked right past Shamari and suddenly assaulted him with a hammer. Shamari collapsed on the spot and woke up from the dream. The murderer vanished in a flash. Ooh, that sounds just like Sparkle. Her best asset is transforming her appearance to look like someone else. Regarding the Sweet Dreams trip presented at the scene of the Who crime. are those two little guys? Seems like the assailants stole the troop from elsewhere and deliberately placed them here. What nerve. They don't even have the slightest consideration for public order. Those two have clammed up. I wonder if you two could help pry open their mouths. Looks like a puzzle that Sparkle has left behind for you. Regarding the evidence at the scene of the crime. Any leads yet? Das ist übrigens auch ein Traum, also ist nicht alles accurate to reality. This is a developing case, so there aren't many clues yet. All we have to go by are the weapon used by the assailant and the victim's ID. They didn't even take the weapon with them. Sounds like they're trying to provoke us. Despicable. Despicable. Indeed. Can we summon the victim? Where's Mr. Shamari right now? I'd like to meet him. I'm afraid you can't. The Oaks came forward and calmed him down. Mr. Shamari expressed that he understands the unpredictable nature of dreams, and went on to vacation in another dreamscape. Best not to bother him. Guest experiences always have to come first. Oh, I'm afraid by the time we find him, half of Penacony will have been sent back to reality by Sparkle. Looks like we'll have to play this little game of sparkles then. Okay. Constable. Lady Black Swan, you're here! I'm the constable, and this here assisting me is the bailiff for this case. Mr. Cold Feet, why'd you do it? So they can talk after all. Miss Black Swan, they're heading straight for you. Don't interrupt, I wasn't talking to you. Es ist ja nicht Sampo. Sampo ist ja nicht hier. Sampo ist ja eigentlich Hanabi. I'm sure you'll be able to get to the bottom. Aber die Frage ist, das ist ja der Traum von Black The Swan. Sparkle murder Weiß case. sie, dass Wasn't the victim Hanabi Shamari sich from als the IPC? Sampo verkleidet. You're wrong, Lady Black Swan. The victim is evidently none other than the matriarch of the Goldhammer family, Miss Sparkle Goldhammer. Oh, I guess Miss Sparkle has written herself into the skit here, and this has nothing to do with the actual case. Goldhammer? Is that her real surname? Never heard of it. Sounds made up. Sparkle doesn't sound like a real name either. Es ist ja auch Hanabi. Miss Sparkle was supposed to receive 3 valiant warriors at the Goldhammer residence today, but upon their arrival, all they found was her body.
such a brutal act of violence? My investigations discovered that the three warriors were supposed to escort supplies back to their territory the day before, but they were unexpectedly ambushed by the Annihilation Gang. They narrowly escaped and barely got away with their lives, finding their supplies almost completely raided. So they all shared a motive for killing Miss Sparkle: to escape punishment. So the three of them teamed up to kill her. Is the case closed? No, there can only be one murderer. It's not an unsolved mystery if there are three murderers. Hang on. Wait. If you can't justify it, don't bother. Got it! Those three were all vying against each other to be number two. They couldn't have cooperated on anything. So it must have been one of them acting alone. That actually doesn't make much sense. Even if they were on bad terms, those three... Ich komme nicht mehr mit. Begin your Not gonna lie. investigation, Lady Black Swan. There are lots of clues at the crime scene that are sure to help you apprehend the real Ich mag auch die Stimme von Constable nicht. I've got the case file right here. If you want to learn more about the suspects, talk to me. Lady Black Swan, allow me to introduce the three suspects to you. Lefton, Zhongshan, and Wright. Lefton is one of Miss Sparkle's chief lieutenants, whose right hand was unfortunately severed while he was valiantly fighting off the Annihilation Gang. He's now learning how to write and hold a fork with his left hand. How tough that must be! Then there's Zhongshan. This guy's a coward who ran away as soon as a group spotted some bandits along the road. He ended up smashing into the side of a cliff and getting his face disfigured. It's a real shame, as he used to be one of the rare handsome men left around town. Last of all comes Wright. This guy was so insatiably greedy that he still came back to try and embezzle the rest of the supplies after they narrowly escaped with their lives, lying about how the gang had taken off with everything. Lefton and Zhongshan were so incensed that they broke his legs. Hang on, I'm confused here. Left on? Right? Is this some kind of joke? What? Where did you get that idea from? Do you need me to go over it all again? No. That won't be necessary. That won't be necessary. I've memorized every detail. No wonder you're a memo keeper. Case review. Huh. Huh. Okay, was haben wir hier? Look, an ID card. Talent Motivation Department. Ja, Mr. Shamari's belongings should Shamari. have disappeared alongside him as he woke from the dreamscape. The fact that this ID is here means Miss Sparkle placed it here on purpose to prove that she definitely attacked someone. okay. More evidence. Holy moly! This hammer is super heavy. This must be the murder weapon for the Sparkle murder case. Miss Sparkle also used it to attack Mr. Shamari. I'm barely able to lift this using both hands. I have no idea how Sparkle could ever use this to hit a target. Is that all the evidence? How are we meant to solve this with so little to go on? Oh, you scared me! When did you pop out? The two pieces of evidence that you found are related to the attack on Shamari. Miss Sparkle didn't leave them lying around for no reason. They're clues to the puzzle, but there are still some other clues that were placed in other areas, so they won't spoil the crime scene. Isn't that a bit unnecessary? No. It's disruptive to have a stack of irrelevant things crowding a
Yeah, Miss true. Sparkle is a law-abiding citizen who'd never bring extra trouble to the family. Seems quite nice of her, if you ask me. Looks like Miss Sparkle is adding a little spice to the investigation. Let's take her up on her offer then. Mr. Assistant Detective, this way. Es ist super, super weird, aber es ist ein Traum, deswegen verständlich. Oh, wir müssen das Ding nutzen. What's this little device here for? Could you please let me know? It looks like a little button. Oh. Don't push it, Lady Black Swan. Whatever you do, don't push it. That's the mutually assured destruction button that Miss Sparkle installed. Once pushed, Miss Sparkle and the entirety of Penacony will instantaneously go up in smoke. Miss Sparkle also has her own button. The second she pushes it, you and the entirety of Penacony will That sounds like both buttons can do the exact same thing. correct. Exactly the Oh, Aren't you going to ask me why? okay. Because she is This is nuts! Ich kann die Stimme nicht hören. Ich mag die nicht wirklich. Es liegt aber am Verzerrten, dass die Stimme so verzerrt ist. Das ist so der Teil, den ich nicht mag. Damn. Huh. Offen. Das ist von hier. Das Ding ist von dort. Das ist von dort. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Und das ist das. Das ist Pompom. Außerdem. What's this? A plush toy? Oder zumindest Regardless sieht of es why ähnlich it's aus. designed to look like the conductor aboard the Astral Express, Mhm. this doll, is it connected to the case? Hat doch nicht Have ganz you so dumm. ever heard of something called a red herring in detective stories? It's a fake clue that leads you down the wrong path. I see. But when it's so obvious, doesn't that defeat the purpose? That's just in case you didn't realize the ingenuity of Miss Sparkle and were worried about her throwing out a random, useless clue. I see. Thank you for your keen insight. Then, let's pretend we were misled by a red herring. You don't have to play along that hard, you know. Okay. Honestly, Skill Issue von dem Ding. This notice seems like a hint for us from Miss Sparkle. To prevent crimes from hurting our great lovely Miss Hanabi, the Goldhammer residents shall abide by the following regulations. From today onward, all retainers and visitors must enter and exit the Golden Hammer residence using the facial recognition system. Those who cannot pass through the facial recognition system will be killed on the spot. These regulations are in fact immediately. That sounded like a story from ancient times. And why did the facial recognition system suddenly go out?
This is so her style, isn't it? Doesn't look like there are any more clues. Let's head back to the crime scene. Next, should we pin down the identity of the perpetrator? This evidence, I've been staring at it all day, but there's nothing that can identify the perp. Lefton, that guy lost his hand. Remember Zhongshan's face was disfigured after the incident at the cliff? Right. I remember this one best. Right has a broken leg. Why don't we flip the question and start by asking who couldn't be the murderer? After all, there are only 3 suspects, so elimination could be a valid method. If you put it like that, then do you already have someone in mind? Tell me, come on. Ich meine, der, wo einen gebrochenen Arm hat, kann schon mal das nicht gemacht haben. Also Lefton. Zhongshan oder Wright muss es also sein. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Wright ein broken leg. Also ich denke mal Zhongshan. So, who exactly? Remember Zhongshan's face was disfigured after the. Also Lefton ist es So, definitiv who nicht. exactly? Lefton, that guy. Based on the bailiff's statement, Lefton's dominant hand was seriously injured to the point where he had to learn how to live using only his left hand. Swinging that giant sledgehammer to murder someone, that must be hard for him. Probably impossible. Lefton's suspicion level can be downgraded. Mhm. So, who exactly is the murderer? I remember this one best. Never mind. Ich weiß was. Nee, es ist nicht Zhongshan, es ist Wright. Who remember Zhongshan? Der nicht, wegen Facial Recognition. Poor guy. He was seriously injured and was all wrapped up in bandages to keep his good looks safe. If that's the case, then he couldn't have made it through the Goldhammer residence's facial recognition system. That would suggest that Zhongshan is not the murderer. By process of elimination, it seems that only Wright could be the murderer. That was easy. Let's tell the constable our answer and see what he thinks. Please begin your investigation, Lady Black Swan. There are lots of clues at the crime scene that are sure to help you apprehend the real culprit. The murderer is Wright. Beep! You have answered correctly! As expected, you didn't Ah, disappoint, wow. Lady Black Schon Swan. war was Game bedeutet must von. stipulate I must tell you where the next puzzle. Huh? The next puzzle? I didn't sign up for this. Looks like the key to winning lies not in the puzzle itself, but in the motives behind Miss Sparkle's strange behavior. I'm afraid this chase may just go on forever. I have to remind you that Sparkle is a masked fool? Do you plan on finding logic in the mind of a masked fool? That's exactly what I plan on doing. Even if it's just subjective, there must be an overall principle behind the behavior. Right now, let's follow her train of thought and head to the next puzzle. I hope this time we can get ahead of the Bloodhound family. I want to try and avoid using my Memo Keeper powers. Okay. So why are you so focused on Sparkle's challenge? Or should I ask, are you more focused on Sparkle herself? I told you, it's purely out of a spirit of competitiveness. Sure. And as a Memo Keeper, I also have to fulfill my responsibilities and harvest some interesting memories. Okay. Enjoy Clocky's pizza. Every stick of it Yeah. is a tasty one. Whoa, this place is a complete mess. Sheriff And those two Deputy Sheriff. weirdos are probably here too. There's nobody else at the scene. Seems like Miss Sparkle used the same method to send dreamers back to reality.
Let's talk to those two there then. Mhm. Oh, Detective Black Swan and Detective Sampo, you finally made it. We don't know what we'd do without your help. Ja, der Deputy Sheriff mag ich jetzt schon nicht von. Wer hat Why sich are die you Voices talking für like die that? ausgedacht? Is this some sort of artistic performance that young people Da, are da, into da, these days? das Problem ist nicht wirklich die Voice selber, Is sondern eher there das Voice something wrong with Editing. the way we are talking? Deputy Sheriff, Ah, am I talking in a strange way? Oh, of course not, Sheriff. The way you talk is no stranger than the ich mag cat dieses that climbs Verzerrte the apple absolut tree in my nicht. grandma's backyard. Huh. The skit this time is a modernist one. Let's discuss this difficult case then. The victim is a galactic business magnate named Sparkle. Oh, Her again? Sparkle really is obsessed with scripting her own death. Oh, for the laughter. If you undercut me one more time, I swear I'm gonna kick you in the butt. Ahem. please do that. Miss Sparkle came to the fashion store to buy herself a brand new tie. She didn't come back out. After a long time, the shopkeeper went in to see what was going on, but instead discovered Miss Sparkle's body. She had been strangled to death. There were 3 suspects on the scene, namely a Pepeshi shopkeeper named Wright, a Foxian gambler named Zhang Shan, and a wealthy Intellitron trader called Lefton. Kennen wir die Namen nicht? Our old friends. It's not just to aid your memory. We've added more descriptions to help tell them apart. Miss Sparkle is so gracious. Based on surveillance footage, witness testimony, and various pieces of evidence, the killer is ultimately among these 3, and they were not working in cahoots. Mhm. You're too lazy to be a suspect, right? Oh, for the laughter! If I talk any more with you, it'll make my pure soul filthy! Detective Black Swan, the dossiers are over here. You can learn more about the suspects from me. I trust you'll be able to cut through the hogwash and find out who Miss Sparkle's killer is. Mhm. Let me introduce the identities of these suspects to you. It's very straightforward. First of all is the shopkeeper, Wright. He's one of the Pepeshi people and only stands as tall as Sparkle's waist, which is often a source of teasing for him. He can get pretty salty about it. Next up, you have the merchant Lefton. He wants to join up with the Penacony Trading Guild and is in direct competition with Miss Sparkle. That could be a motive for killing her. Jeder hat ein Finally, there Motive. was the gambler Zhang Shan. He lost a bet to Miss Sparkle, and he had to hand over his family heirloom. It's possible he harbored a grudge against her. That's all the information we have. Do you need me to repeat? I like to hear about the. No, That it won't won't be be necessary. necessary. Case Review 2. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier wieder alles There's an analysieren. accounting book lying on the ground. It must have been specially placed there by Sparkle. On the title page is written Chen Katong. Is that someone's name? A code name. Oh, I think it's the name of the owner of this book. This Jian Katong person should be Sparkle's targeted victim this time around. Ich dachte, Sparkle ist die. Ich meine, Hanabi ist diejenige, die hier quasi ermordet wurde. In dem Fall. And there's the tie. That skit before said that the deceased was strangled. Is this tie some kind of joke murder weapon? The tag on the tie reads, only for Imperial Master Lefton. Seems like it's one of Miss Sparkle's personal belongings. That's not how you use the word imperial. Wir wissen eigentlich schon, dass es Lefton war, nicht? So, it's just like the first case then. Only 2 pieces of evidence. The rest hidden inside her memories again, right? Miss Sparkle doesn't want to distract your investigation. She doesn't want to distract our investigation? What a law-abiding citizen this Sparkle is.
Why doesn't she surrender then? Wunderbar. Jetzt Moschental. Weiß nicht, es gibt glaube ich keinen dritten Lüftungsschacht, deswegen sollten wir danach eigentlich fertig sein mit den Cases. Ab in die Human Form. A little stool that seems quite normal. There are 2 small footprints drawn on it in crayon. The footprints, which are half as big as standard, must belong to a Pepeshi person. Perhaps it's just that this person's drawing skills are extra. Nee. The person war small. What's that smell? Why is there a smoked red herring there? Mr. Sampo, take a look. This is a wonderful smoked red herring. Somebody save me from this cringe joke. Even among the fools I know, Miss Sparkle's sense of humor stands out from the rest. Have you dealt with many masked? No, only a handful. After all, I prefer warm memories baked in sunshine. They're the ones that usually belong to kind people. Okay. Good to know. Das muss ich halt noch nach da oben irgendwie. Okay, ich sehe es. Ich sehe, was ich machen muss. Erstmal müssen wir hier small werden. Small. Dann nehmen wir den Teleporter. Wir bekommen Achievement for some reason und wir gehen hier. This Open it up and take a look. Okay. Simpel. Push it easy. So there's a ring inside. This is evidence too. Why was it planted inside another device? Gute Frage. Because this ring was found inside the victim's mouth. We want to reconstruct the scene of the crime. In the Okay. victim's mouth. Hey, there's something engraved inside the ring. Zhongshan family heirloom. That should be it. Let's head out. Hinweise I zeigen have auf to thank mehrere. you, Mr. Assistant Detective, but the puzzle this time is pretty strange. Have you found out who the killer is? Just some shallow intuition. Anyway, let's report back to the sheriff for now. Oh, for the laughter! Didn't think I'd be seeing Detective Black Swan so soon. Was that? You found out who the killer is? The laughter. Damit ist Pretty aber Aha much. gemeint. You live up to your reputation, Detective Black Swan. As smart as the nest of magpies roosting in the roof of my Uncle Frank's garage. This guy is mixing up his birds here. Then go ahead. Who is the killer, and what evidence do you have to prove the case? Time to pass the Good. murder. Then let us appreciate your powers of deduction. Das sind jetzt komplett andere, nur die Namen sind gleich geblieben. Okay. Ich denke nicht, dass es Joshang war und ich denke auch nicht, dass es Wright war. Es muss Lefton sein diesmal. Have you solved Lefton is a wealthy merchant who has been competing with Miss Sparkle for decades?
meine, dass du auf Sochong hinweist. Warte, wir haben Leftens Tie, Right Stool. Wir haben für jeden Hinweis jeweils. Right is a Ich glaube, dann ist es am ersten Shoshang mit dem This Ring. guy, Zhongshan. Zhongshan. This ring is a piece of evidence, right? That's right. That's the one. What would a penniless wretch of a gambler like Zhongshan be doing at such a fancy fashion store as this? Because he was planning on robbing it. He'd stolen Lefton's tie and was just about to get away when he saw Miss Sparkle, the one who'd stolen his family fortune from him. So he darted into the changing room and tried to get back his ring. Who could have known that Miss Sparkle would end up swallowing that ring? All Zhongshan could do was use the tie in his hand to try and strap down her neck to prevent her from swallowing the ring. But he unexpectedly managed to strangle Miss Sparkle to death. What a tragedy! If it weren't for your incisive detective work, Damit habe ich nicht gerechnet, aber ja. still be at large. Is something wrong here? This is too easy. The first case wasn't hard, but this one. As you can imagine, the conclusions that the evidence points to are not mutually exclusive. Which means, this is probably another prank from Miss Sparkle. Mr. Assistant Detective, please feel free to point out a suspect as the murderer. Ah, I see. Sheriff, the murderer is Lefton. The evidence is the tie, right? Correct, Detective Sampo. I never thought you'd be able to deduce the truth. Sheriff, the murderer is right. The evidence is the stool, right? Yes! For the laughter, how did I fail to realize this formidable intellect of yours? Then, right from the start, there was no murderer. The evidence is the ring. Whatever, I'm just spitballing here. Goodness me! Deputy Sheriff, is he really a genius? How could such an unfathomable mystery be solved so easily by him? Also alles war richtig gewesen. Look, Miss Sparkle has given us a puzzle where every single answer is correct. Why take it so seriously? Miss Sparkle is a masked fool, not a masked genius. If it's a challenging puzzle you want, please go out there and turn right until you get to the Intelligentsia Guild. We're only responsible for providing an entertaining detective Würde ich da nicht im experience. Kreis laufen, wenn ich immer... Okay, anyway. Since our genius detective Black Swan has cracked the case, I will now share Miss Sparkle's next puzzle with you. So that's it? This is just going to go on and on forever? We can't do that. Then I wish you both the best. Oh yes, if you're not in a hurry, I can tell you the answers for some of the outcomes you never chose. Your tickets for Robin's Light to the Song concert while they're hot. Just as you said, solving puzzles is all just a cover for something else. That girl is toying with us. What should we do now? Just keep getting led Wohin geht around das by Ganze her? noch? Truly, Miss Sparkle is a fascinating person. She seems chaotic inside, but easy enough to understand. Like a performer on the stage or a child hungering for attention. This game will be over soon. This time. Miss Black Swan, Mr. Sampo, you're finally here. I am the famed detective of Penacony, and next to me here is my assistant detective. A murder in a locked room has left us all stumped. As expected, another change in setting. Lock room mystery. Yesterday, my assistant and I were visiting the famed artist Miss Sparkle, and we stayed the night. But this morning, Miss Sparkle didn't come out of her bedroom. The butler, Zhongshan, said that the door was locked from inside, so we ought not to have disturbed her. But Miss Sparkle had never slept in so late.
And no matter how hard he knocked, there was no answer from inside. As soon as I heard, I knew something must have happened. So I acted decisively and broke the door down to get inside. The room was covered in spattered blood. Miss Sparkle's body was lying right in the middle, her face white as snow. One look told me she'd been dead for some time. Thinking quickly, I grabbed the artist canvas to staunch Miss Sparkle's blood, but alas, poor Miss Sparkle. She's left us now forever. Damn. Besides us and Zhongshan the butler, Lefton the cook and Wright the driver were also at the scene of the crime. What would you like to do? Presumably, Miss Sparkle is now carefully arranging the next crime scene, right? Why don't you skip all this rigmarole and just have a heart-to-heart conversation with me? It might tickle a little. Wait up! Wait up! Honest kid. I know where you are, Miss Sparkle. No cheating! Huh. Mr. Assistant Detective. You seem to be getting anxious. No, it's... This locked room murder case is pretty fun. I want to guess who it was. Let's go. Can't keep a girl waiting, can we? Hey, Miss Black Swan, wait up! Wait up! Miss Sparkle has one final message to announce. Okay. Ding-a-ling! Oh. Now comes the most exciting and romantic moment in any Sieht so cool drama. aus. The audience challenge. Everyone knows that the mighty masked fool Sparkle can change her appearance to look like others. And in this drama, the villain Sparkle has disguised herself as another character. So then, I put to you, which character is it? Also, if you're interested in the locked room case that the memo keeper ignored, you can try out your powers of deduction. I put lots into coming up with the puzzle, so don't let it go to waste. Ja, Thus, das ist the definitiv masked ein Base genius Game. Miss Sparkle has Das muss ich thrown machen down können. the gauntlet. All the clues are in motion. Happy hunting! Lieber, aber dass dann noch eine Cutscene gekommen ist. Das ist wunderbar. Generell, Miss, jeder Hanabi-Content Why ist didn't you wunderbar. just do this earlier? Such a crude approach violates my aesthetics of memory. But as a means to an end, I need to put this aside for a more indifferent process. Okay. Ja, dann wird halt jetzt wieder diese There's Trash-Gegner no sein. weird, sweet dreams troop. Nor is there evidence strewn all over the place. We finally caught up with her. Hey, dear memo keeper and Mr. Coldfeet. You made it. I didn't expect you to skip the final puzzle. That's on me. All right. Miss Sparkle cares not for the faults of ants like me. Come then. This is the final question. Listen up. What creature has 4 legs in the morning, 2 legs in the afternoon, and 3 legs at night? No murder case this time around? Sometimes it's Okay. nice to take things easy. Come on, dear. Give me your answer then. Seeing as you're right here in front of me like this, then I guess the answer is a trash can. Womp womp. Wrong answer. That's funky, but a wild guess. The correct answer is Sparkle. When sleepy in the morning, she can't get out of bed. She runs about all afternoon in a fluster, so is exhausted by evening, but has to still raise a hand to hold a toothbrush. Poor Sparkle. So naturally she's got 4
What the heck was that jibber jabber? Macht keinen Sinn irgendwie. What a cute answer. Thanks for the compliment, my dear. But you can't try to fool me, seeing as you've just tried to cheat. Wrong answer. Okay. Ill fate descends. Easy, Numby. Stand still. The market is unprepared. Investing in victory means playing the long game. I'm scared. Stay put. May as well kill them all. Yo, one for the Destiny erstmal isn't chosen. postings. Ill tidings manifest. Let the valuation begin. Confiscated. Anyway. Holy smokes! What's up with this guy? He just came out swinging from nowhere. Huh? No voices? This guy's pretty quiet. Miss, let's hurry up. Flip open the lid and find the girl. Wait. Don't move. Something's off. Miss, you killed Sparkle. Das ist. How is this possible? How can people die inside Penacony's dreamscape? In the Garden of Recollection. What did you do? Wo ist sie da tot? You did this, didn't you? Killing people in their dreams. Only the Remembrance has the powers to do that. You planned it out all from the start because she teased you and was pranking you. You wanted to kill her. Oh, I understand. You refused to let me go because you wanted to drag me into all of this. If I don't agree, I'll end up just like she did. There is no death inside Penacony's dreamscape. That's the promise of the family and the blessing of the harmony. Not even a memo keeper can break this barrier. There's no need to take such great pains. If you just want confirmation, I've already told you the answer, Miss Sparkle. Miss Sparkle! Ja, es ist doch Who relativ are you obvious gewesen, talking Sampo. to? You. Sparkle has disguised herself as another character. Wouldn't that be you, Mr. Sampo? This? Don't jump to conclusions! If you want to accuse me of being Sparkle, you have to provide the evidence. Oh, I'm afraid evidence is a little too hard to come by. So, deduction will do. The hint for the final question was a little too obvious. Oh, you mean the locked room murder? I thought you weren't doing that one. All the painstaking effort that Miss Sparkle put into it. How could I ever miss it? The key to solving the puzzle lay in two pieces of information put forward by the detectives. Based on my shallow understanding, I can... The key to solving the puzzle lay in two pieces of information put forward by the detectives. First, the large splatter of blood at the crime scene. Second, the victim had been dead for some time. Based on my shallow understanding, I can only draw two conclusions. One is that the murderer did not need to create a locked room case, because a locked room always needs a reason to exist. I can only draw two, but based on the detective's description, this locked room did not delay the discovery of the body. There was no third party at the crime scene to frame, and the blood everywhere didn't look like a faked suicide. That being so, the murderer seems to have no reason for creating a locked room. There is also reason to speculate that if the crime scene was a locked room, then its creator might not necessarily be the murderer.
As for my second conclusion, it's even more obvious still. When everyone broke into the scene of the crime, why did the assistant rush off to staunch the blood? A trained professional was somehow happily destroying a crime scene just to save someone who's obviously been dead a while. The answer is simple. It's because the assistant detective is the murderer. At the time, I was in such a hurry that I didn't hear the whole mystery. I tentatively speculated that the murderer had killed the victim the night before, but hadn't locked the door from the inside. And so, when he learned this piece of information, he realized that the victim had created their own locked room mystery. That's why he had to rush to the crime scene as soon as possible, to confirm whether or not the victim left any evidence implicating him. And, judging by his behavior, it probably had something to do with that canvas. Like some final words. Of course, this is just a simple mind game. The answer to the puzzle isn't important. Miss Sparkle just wanted to pass on one hint to me. That the murderer is the assistant detective. Which means it's you, Mr. Sampo. I've been using this term of address, but it was you who first came up with it. Has anyone ever told you that you're more like a detective than a memo keeper? In my opinion, there is no difference between the two. Follow ripples along the surface of the water. Use some abilities and tricks to keep diving deeper, and touch that secret deep inside people's hearts. Salvage it, and protect them carefully. The truth does not lie. Neither do memories. Exquisite reasoning, and very close to the truth. But I have another answer. Would you like to hear it? Another answer? The great artiste Sparkle locked herself away in her bedroom, using red paint to create the semblance of spattered blood everywhere. And that assistant detective who was first on the scene, who confirmed her death, was not the murderer, but rather an accomplice who assisted her in faking her own death. What a pity, such a pity. My dear, you were so close to the right answer. Unfortunately, the right answer is... Miss Sparkle's body. Sparkle was disguised as Sparkle's body. Okay. Ding-a-ling! I won! Does Miss Sparkle's body even count as a real character? Why not? Miss Sparkle's body appeared in all 3 of those skits just then. It's a little bit forced, but it's fine. So, who is this Mr. Sampo, then? Beautiful lady, I already confessed everything to you earlier on. I really didn't know a thing. I just helped a friend send a letter. That's all. So I've been running a fool's errand this whole time. My dear, why so serious? Haven't you been having a great time? I have, at least. You take memories, and I get joy. We get what we need from each Sollte Pause other. machen. Das sind Ads. Seeing as we're such kindred spirits, Wie sind das but Ads also sind? such loners. Why don't you come and work with me? Ooh, we can dance ballet together.
Warten auf die Ads ein bisschen. Eigentlich will ich aber auch die Deckkraft von Ads noch ein bisschen höher wieder machen. Noch ein bisschen mehr. So. Also das Ding ist, ich würde super gern eigentlich ein anderes Ad-Symbol haben, aber man sieht wenigstens das Adsen. Ja. Bisher weiß ich echt nicht, was das für ein Event sein soll. Ich habe null Ahnung. Und ich werde hier zu Ende spielen, bis ich wieder Kontrolle über die eigentlichen Charaktere habe. Aber ja. Hanabi ist schon sehr cool. Ich mag sie. Es wäre auch zu obvious, wenn sie Killer wäre im Endeffekt. So, machen wir weiter. Oh? Am I understanding this correctly? A masked fool inviting me to work together? A show of unprecedented splendor is about to be staged in Penacony. If you're too late to take the stage, you can work behind the scenes. If you want to appreciate this drama, you have to stand up under that spotlight as you take the stage and watch the dancing envelop you. Come with me. This is the best seat in the house. I don't really understand why you're so fixated on destroying family barriers. But, as I said before, a memo keeper can't help you. It's frankly above my pay grade. Also, I don't consider you a loner. Oh, I don't mean him, but rather behind you. The one who hired you to come to Penacony probably doesn't want you secretly linking up with other forces, right? How did you know? Memory is like the deep blue sea. But if you try to catch two fish with one cast, you might not be satisfied with your catch. So, you mean you're refusing? Memo Keeper, did you think you could just leave? Why not? My dear, I don't want to scare you. You'll know the answer sooner or later. We're just getting to know each other a little today. If you ever change your mind, come find me at the tavern. That is, if you can find me. Let's go, Sampo? Sampo. Who is Sampo? This is Bellabog, right? Huh? I said, why not? Don't worry. Such a crude approach violates my statics of memory. So once you leave my sight, you'll be able to remember everything again. And also, I'm sorry, my dear. My dream dance partner? I've already got sights on someone else. Was war das am Ende? Ich glaube, es war erstmal die Bestätigung, dass Sampo absolut keine Ahnung von Penacony hat und immer noch in Bellabog ist. Und das nur wirklich vom Träumen bzw. Memories hergerufen wurde.
Did you notice its nested structure? Being part of a play inside the dreamscape is as weird and captivating as being in a dream within a dream. Okay. Wir sind immer noch beim Mastery Duett jetzt. That's the end of Miss Black Swan's dream, Mother. Are you satisfied with your experience? Das war okay. That was kind of Sure easy. enough, those puzzles are going to be easy for a trailblazer with vast experience of you. I'm afraid that Miss Sparkle without you, we're masked fools, not masked geniuses. I noticed that the people in your dream were familiar to you. It's worth repeating that dreams are just dreams. And independent things in our dreams cannot be trusted, let alone in someone else's dreamscape. If there's any information that you'd like to confirm, please do so by the cold, hard light of reality. Okay. Ich dachte Really? eigentlich, I dass es einen wouldn't do Pom-Pom-Dream gibt. anything to her. Don't worry about that, Memo Keeper. Let's talk about my thing. I've helped you out with everything you've asked, as agreed. Shouldn't you give my mask back to me now? Since when did the masked fools suddenly start respecting agreements? Base buckle. Just kidding. I loved seeing that look on your face. Take this key to the tavern cellar, third barrel on the left. You never saw me. But Sampo, after all this time, what made you suddenly want to take back your mask? This doesn't seem like the Sampo I know. Let me guess. A catastrophe is coming to Urello 6. Am I right? Well, no comment about that. But I love that line you said. If you're too late to take the stage, you can work behind the scenes. That really makes sense. Sometimes even an old-timer like me feels like taking the stage and making a fool out of myself. If you're all out of options, please get in touch with me. I'm the kind of person who values friendship highly. Forget it. You'll be doing me a favor if you stay away from Bellabog. After all, the elation that Miss Sparkle seeks isn't something old Sempo can stand by. Go tell Giovanni I said hi. Okay. Fine, I'm just spitballing here. Don't take it so seriously. Why so serious? Ist immer noch nur eine Memory. Ja, immer noch nur ein Dream, meine ich. Bin immer noch der Überzeugung, dass Sampo niemals wirklich hier war. Next one. Aww. Okay, sie sucht jetzt noch der Dream Bubble im Dream. Also im normalen Dream.
Oh, warte, das. Ah, das ist Hanabi. Wunderbar. Das war Hanabi. Masquerade Duet. The dance is on. Das ist jetzt echt der Black Swan. Okay. Text World. Okay, natürlich, natürlich. Also Memo Keeper weiß ich das einfach so. Okay, was haben wir hier? Das haben wir. Und das haben wir. Holen wir erstmal das ganze Zeug ab. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich nochmal zur Dream Bubble komme mit den guten Express-Ding. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Pom-Pom. Mhm. Ja, Ja, okay. Bitte lass mich einfach mal ein bisschen erkunden. Ich will mich einfach mal selbst umsehen. Ich muss nicht mal alles erklärt haben. Damit. Where are we heading? Ah, natürlich. Natürlich brechen wir das Gefängnis aus. Ich glaube, die Pinballs hatte ich schon mal. So. Wenn wir nur jetzt gleich sowas, so Challenges machen müssen, finde ich das ein sehr, sehr tolles Event, weil wir nicht kämpfen müssen. Not gonna lie. Dann bin ich ein Fan von dem Event. Außer von den Ladezeiten, von dem bin ich natürlich kein Event, aber sonst fein. Easy. Hallo. Okay. Hab mitbekommen, dass es irgendein Gefängnisausbruch ist, aber sonst habe ich bisher nichts mitbekommen, wirklich. Ah, es ist aber dann noch toll. Okay. Okay, worum geht's jetzt hier?
Mm. Oh, mehr Rätsel. Das finde ich sehr toll, ehrlich. Ich finde das echt gut. Not gonna lie, ich finde das echt gut. Danke, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich finde es so toll, dass alles hier ein bisschen mit Perspektive zu tun hat. Das ist so ein schönes Detail. Jedes Rätsel hat ein bisschen mit Perspektive zu tun. Und die sind alle unterschiedlich, machen Spaß. Yay. Ha. Bin ich müde? Nein, nein. Absolut nicht. Das sind Lügen. Okay. Vielleicht können wir heute auch noch alles andere komplett erkunden, was wir noch nicht erkundet haben. Ich glaube, da hinten wird es jetzt spawnen, yep. Okay. Sehr gut. Ich mag die Rätsel. Rätsel sind toll. Soll ich mal Professor Layton spielen? Ah, es kommen jetzt so viele Ideen, was ich machen könnte on Stream. Das ist toll. Leider habe ich nicht genügend Zeit, um alle zu machen, aber dennoch. Sehr toll. Okay. Morphin. So, It's Morphin Time. Ich weiß, wir haben ihn. Ups, nein, wollte ich nicht. Breaking Hell, ich bin ausgetoppt aus Versehen. So. Ich weiß, wie das durchgeht, danke. Come on! Wir hatten das alles schon mal. Warum wird mir das nochmal erklärt? Easy. Also maybe erkunden wir dann auch noch ein bisschen. Wäre ich ein Fan von. Aus einem einfachen Grund, wir könnten dann auch halt noch mehr Stuff machen. Direkt. Aber ich glaube, allein das Event wird schon lange dauern. Not gonna lie. Und wir haben nicht nur das Event vor uns. Ich will im Allgemeinen Events machen. So, machen wir als erstes das hier. Yank. Easy. So, jetzt, die anderen sind halt auf der anderen Seite. Das ist auch relativ easy. Also ist eigentlich nur rumlaufen, das hier. Das geht aber auch. Gerade so. Geht noch. Das ist super hell. Das war super knapp. Geh bitte einfach hoch. Danke. Gibt da irgendwie noch so ein Deep Space Ding? Darauf freue ich mich gleich noch.
Okay. Ist auch so toll, dass hier jetzt so ein schlafender Pompom ist. So ein süßes Detail. Oh, oh nö. Jetzt müssen wir kämpfen. Hm. Aber okay. Okay. Dann wird mir wieder alles erklärt. Ist sonst noch irgendwas? Nein. Also ein bisschen schade finde ich, dass mir alles 7-mal erklärt werden muss. Nicht, weil ich dumm bin oder so, einfach nur, weil das Spiel mir es 7-mal erklären will. Halt weird. Elio. Ich freue mich auch schon sehr, mehr Elio-Lore irgendwann zu erfahren. Weiß nicht, warum wir übrigens dafür jetzt ein Team auswählen mussten. Wir mussten ja nicht kämpfen. Was ich immer noch gut finde. Tue nicht so, als wäre das irgendwas Schlechtes. Nicht kämpfen ist gut. Wer Light Mode aktiviert. Nehmen wir das hier. 2 Chargers, okay. Okay, ich habe jetzt 2 Dinge, die ich machen kann. Einerseits das hier, was mir wahrscheinlich relativ wenig bringt, außer hier nochmal das zu aktivieren. Dann kann ich hier wieder aufladen. Das wird halt dadurch resettet, deswegen. Gegen den da hinten kämpfe ich jetzt nicht, also gehe ich jetzt hier lang. Okay, dann gehen wir dort lang. I guess wir gehen hier lang. Wenn ich richtig laufen könnte. Mein Händen ist schon Hahn und so. Okay, easy. Waren, glaube ich, jetzt 5 Spielmodi mit jeweils 20. Also insgesamt 100 Gems. Dafür nicht mal kämpfen müssen. In your opinion, what was the key factor to let you succeed my plot armor? Liebes plot armor. Thought to say I'll wait for the upcoming DLC. Haha, that's funny. The developer won't do that. DLCs sind meist eh immer Scam, muss ich echt sagen.
Zumindest meine Meinung, DLCs sind... Ah, es sind sogar nur 4, es sind 80 nur gewesen. Oh, okay. Wait, wir können jetzt schon jemanden auswählen. Also Gneifen, Sampo, Asta, Yukong. Ich habe alle davon. Gucken wir mal nach. Sampo, Eidolon. For huge money. Okay. Was ist das hier? Ja. Gneifen. Yukong und Asta war's. Was ist da? Ich würde halt alle davon nicht wirklich nutzen. Genau, manchmal wünschte ich mir einfach, dass ich keine Auswahl hätte, weil es einfacher ist zu entscheiden. Ich bin ehrlich, am ehesten von den Leuten hier, dass ich bilde, ist Yukong. Aber, wobei, nee. Ich will wahrscheinlich lieber Tingyun. Ich glaube Asta. Mehr Loot. So. Asta, Eidolon, E3. Every star is a miracle. Ich finde immer noch Asta ist eigentlich ein underrated Charakter. Not gonna lie. So, was machen wir jetzt? Wir haben immer noch Hanus Prison Break. Ja, dann machen wir halt jetzt noch die Level 5er Dinger. Ladezeiten dazu werden halt jetzt todesnervig, aber wir werden jetzt nochmal insgesamt 20 weitere Rätsel machen. Krass. Das muss sein, das muss sein. Ja, dann schießen, weil wir können nichts Besseres machen. Und dann dort nicht mein Ziel ist, werde ich das wieder closen, das activaten, rotaten, das activaten und das activaten. Okay. Einfach nur ein bisschen länger. Hallo, DC Stepper? Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Sorry fürs Name Butchering. Hey, Saxy. Hey. Ne, hallo, willkommen. Name Butchering. Casual immer und immer wieder. Schaffe ich wirklich bei jedem Namen. Okay. Yay, Ladezeiten. Ich dachte schon, dass hier hinten ist. Okay, Pinball Machine. Okay, das muss definitiv sein. Dann, dort komme ich nicht weiter. Dann, dort komme ich nicht weiter, selbst wenn ich es drehe. Dann das hier definitiv. Und das wird wahrscheinlich erstmal so mein Zwischenstopp sein, den ich nehmen muss. Das macht ja keinen Sinn, hierher zu kommen. Jetzt muss ich das closen. Jetzt mache ich das hier wahrscheinlich on. Rotate das. Das hier aktiviere ich. Das hier aktiviere ich. Rotate ich. Das aktiviere ich. Das aktiviere
ich rotate. Das aktiviere ich. Aber dann halt noch die übrigen nehmen, quasi. Man muss einfach mit der Meinung rangehen, mit so, okay, alles, was sie gebaut haben, macht irgendwo Sinn. Deswegen muss ich das irgendwo nutzen. Und deswegen muss man diesen Zwischenstopp wahrscheinlich machen. Und deswegen sind dann danach wahrscheinlich erst die anderen gefragt. Also das ist so die Einstellung, die ich nutze. Zumindest. Und ich löse die Rätsel also eigentlich relativ schnell, finde ich. Naja. Das wollte ich doch jetzt nicht schließen. Das hier wollte ich öffnen. Ah, warte mal. Hier haben wir gar nicht mal so viel. Ist es nicht einfach nur das hier? Da ist nicht mal ein Zwischending dabei. Okay. Dankeschön für den Follow, Joy Rosalina. Nee, nicht Rosalina, ich bin dumm. Rosalia. Ich habe das erste gelesen, an das ich gedacht habe. Und das war Rosalina aus Super Mario. Anyway, Dankeschön für den Follow, vielen Dank. Wieder, sorry for butchering the name. Das passiert mir, wie schon gesagt, häufig. Und da war es sogar ein einfacher Name, den hätte ich nicht butchern müssen. Ah, damn. Okay, nächstes. Das muss ich anmachen. Auf eine andere Richtung macht es keinen Sinn. Das muss ich anmachen. Kann aber nur so Sinn machen. Das muss ich anmachen. So macht es keinen Sinn. Deswegen muss es das sein. Anders macht es wieder keinen Sinn. Und deswegen müssen wir hier wieder einen Zwischenstopp machen. Okay. Das hier möchte ich closen, das hier möchte ich closen, das hier möchte ich closen, das hier möchte ich closen. Das muss ich aktivieren, aktivieren, aktivieren. Und let's go. Das ist nicht, was ich machen wollte. Oh wait. Okay, das muss ich mir merken, dass man einfach Leave machen kann. Leaven ist relativ, beziehungsweise nicht, dass man lieben kann, sondern dass man die einfach ausmachen kann. Wäre gut zu wissen, bevor ich hier beim letzten jetzt antrete. Yay. Nee, wirklich, ich habe alle gemacht und das letzte nicht. Ich habe das letzte rausgefunden. Ah, das ist schon Meisterleistung. Definitiv. Oh, damn, ist das groß. Okay, das muss gemacht werden. Andere Richtung geht wieder nicht, oder? Nö. Das muss gemacht werden. Andere Richtung geht wieder nicht. Das hier muss gemacht werden. Andere Richtung geht wieder nicht. Das hier muss gemacht werden. Andere Richtung geht wieder nicht. Das hier muss gemacht werden. Nur die Richtung geht. Das hier muss gemacht werden. Andere Richtung geht wieder nicht. Hier würde es keinen Sinn machen, legit. Hier eigentlich auch nicht. Das ist so das nächste, wo es Sinn macht. Dann macht das wieder Sinn, das wieder Sinn, das wieder Sinn, das wieder Sinn. Okay. Appreciate das, aber das Rätsel ein bisschen größer werden so. So, und dann kommen wir zu den nächsten Rätseln. Das ist, was ist nochmal gewesen? Das war nicht die Hanu-Rätsel. Welche waren die? Das waren die Dinger. Die finde ich auch schön. Es ist wirklich ein Rätselmarathon und ich liebe es.
Als erstes machen wir, glaube ich, das hier so. Dann machen wir das so. Und okay, jetzt haben wir schon mal das befreit. Wenn das nächste hier spawnt, kann er direkt wieder hinlaufen. Sehr gut. Und jetzt müssen wir es aber nur noch so bewegen. Okay. Meister. Aber nur ein Meister. Schade, dass es da nicht keinen Button gibt mit so, ja, Select Challenge, weil, damn, wäre das cool. Damn, Starry could never. Das Ding ist, es gibt in Genshin, dass man so irgendwas so die nächste Challenge macht. Beide Spiele haben sowas voneinander zu lernen, meiner Meinung nach. Aber ja. Anyway. Oh, der Frick soll ich doch oben kommen. Okay, ich sehe. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Okay. Ist nicht so cool. Kannst du bitte so bleiben, danke. Okay, das ist schwierig sogar. Okay, ich hab's, ja. Das ist auch wieder ein super gutes Perspektivenrätsel. Das war das erste wirklich challenging, vor allem. Ich finde das gut. Hm. Okay. Okay. Hatte ich das jetzt nicht erwartet. Kann ich nicht jetzt einfach das hier machen? Okay, das war dafür viel einfacher, das Rätsel. Ups. Also, es ist eigentlich ein Rätselmarathon hier so. Finde ich gut. Finde ich gut. Die Minigames sind eh so das Beste. Sehr gut. Oh, damn. Was? Ja, ich hab's was. Okay. Oh, ich sehe, worauf das hinausläuft. Okay. Ja. Wir reden nicht über die Shape. Eindeutig nicht. Reden hier nicht über die Shape. Okay. Okay. Und dann haben wir hier noch das letzte Rätsel, das jetzt eigentlich das schwierigste sein sollte. Also gucken wir mal. Okay, erstes Zauberwort habe ich. Okay, jetzt muss ich auf die andere Seite. Das kann ich mir gut und schwer vorstellen, um ehrlich zu sein. Mhm.
Okay, habe ich. Easy. Jetzt müssen wir irgendwie nach da unten kommen. Okay. Eigentlich, das muss ja so bleiben, das Orangene. Ich hätte da jetzt nicht die richtige Lösung gesehen drin, aber okay. Wenn das Spiel sagt, das ist richtig, dann ist es richtig, I guess. So. Dann haben wir die Hälfte der Rätsel durch. Das waren 10 Stück. Ah ne, warte. Da waren es jeweils 5. Jetzt sind es hier jeweils 2. Okay. Wir haben über die Hälfte durch. Das heißt aber auch, dass es nicht so viele Gems gibt, wie erwartet. Anyway. Okay. Also das ist Untergrund, okay. Das macht Sinn. Ich bin versteckt. Ich verstehe nicht, warum es diese Box gibt. Das ist... wow. Wo habe ich mich jetzt hier zurückverwandelt? Ich habe keine Ahnung. Wo habe ich mich zurückverwandelt? Ich weiß, was das ist. Wir müssen ein bisschen warten. Easy. Ja, werden wir jetzt erstmal wieder groß und gehen auf die andere Seite. Hier werden wir wieder klein. Ich meine, wir müssen eigentlich nur noch dahin rennen und dann halt F drücken. Dann sind wir jetzt eigentlich durch. Ist eigentlich egal, was jetzt, wer jetzt so außen rum ist. Wir haben es geschafft. Ich sehe Potenzial, dass es echt schwierig werden kann. Aber bisher ist es nicht. Okay, nächstes. Nur noch 3 Rätsel. Machen 2 unterschiedlich. Ich meine, wenn wir schon mal das machen können, don't mind me. Dankeschön für den Raid, Anne, vielen Dank. Willkommen im Stream. Hallo, hallo. Ich sehe schon die Modes droppen. Und ich drück was. Einen Moment. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wir haben was getrunken. So, dann mit das hier.
Chip, chip, chip. Kommen wir noch hierher irgendwie. Warum nicht einfach wie ein Profi verstecken? Warum in eine Box gehen, wenn man auch sich hinter der Box verstecken kann, you know? Ja, ist noch nicht ganz da. Lion Wade. Ich glaube, ich habe nicht getroffen, also... Oh nein, jetzt muss ich warten, bis das Ding da zurück ist. Okay, hab. Wartezeiten. Wartezeiten sind wirklich gewissermaßen einfach mein Erzfeind. So. Ich mag keine Wartezeiten. Burp. Ich mag die Vöglis. Die sind toll. Dreamwalker. Possible encounters, only possible. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt einfach die Gegner überspringe und nicht versehentlich gegen die kämpfe. Das ist mein Ziel. Achtung, aua. Ich wollte noch sagen, Achtung, es wird Light Mode aktiviert. Aber es war zu spät. Den Bubble Juice. Okay. Dann gehen wir hinaus. Muss, glaube ich, das hier machen. Okay. Jetzt ist die Frage, wo gehe ich hier lang? Ich habe einen einzigen Juice noch. Da hinten komme ich nicht lang. Entweder links oder rechts. Ah, ich gehe links. Das wollte ich nicht machen, aber anyway. But I guess links war nicht richtig. Genau, es waren 50-50. Und das war super knapp, weil ich will hier nicht kämpfen. Und testen wir halt das Ganze jetzt auf der rechten Seite aus. Okay, jetzt bekommen wir hier 3 Stück. Sehr gut. Nummer 1. Ein Rätsel noch und dann haben wir den Deep Mode abgeschlossen. Tyceroth. Okay. Let's go. Okay. Es kann doch nicht so schwierig sein, oder? Nehmen wir uns, was ist das hier? Holen uns hier den Bubble Essenzen raus. Wir seien hier erstmal ein bisschen stuck. Machen das hier. Holen uns die Dinger hier wieder. Wundern uns, warum wir immer wieder dort unten hingehen. Gehen kurz hier lang. Machen
das hier. Okay. Würde dennoch gerne mal auf der anderen Seite dort kurz erkunden. Ich war gar nicht so auf der anderen Seite. Okay, never mind. Ich weigere mich halt aber auch zu kämpfen, so. Ich meine, ist das hier notwendig? Ich glaube nicht. Ich muss mal kurz hier gucken. Und führt mich das? Das führt mich nach da hinten. Mein Innenraum ist ja eigentlich nur das Ziel, das Ende zu finden. Da, okay, da ist schon mal ein Upgrade. Können wir 3 Stück nutzen. Definitiv besser. Erstmal direkt. Ich muss echt lernen, dass ich nicht am Rand laufen darf. Okay. Und gehen wir wieder so zurück. Das ist eine relativ sichere Methode, um alles zu holen. I guess. Den ignoriere ich einfach. Und dann gehen wir noch hier lang. Und hier ist dann schon das Ziel. Das ging ja. Ging ja recht gut. Also da musste man wahrscheinlich zum anderen Ding gehen, damit man den Dreier-Ding bekommt und dann kommt man erst hierher. Ja, das macht Sinn. So, erstmal Self-Modeling Resin und Jam. Mehr und mehr Jam. Das ist doch sehr toll, oder? Und noch mehr Jam. Das sollte eigentlich auch alles schon von dem Ding sein. Dazu gibt es halt jetzt noch hier Lion Weight. Okay, das ergibt jetzt insgesamt 1200, okay. Keiner fair. Und wir können noch eins davon hochholen, yay. Was insgesamt 8 Puls damit sind. Wir damit bei 83 wären. Oh, krass. Ich werde nicht pullen auf Black Swan. Ich werde nicht pullen. Ich werde erst auf Hanabi pullen. Dann auf Acheron wahrscheinlich. Und dann mit Prison Break bin ich jetzt durch. So. Okay. Ich bin zwar immer noch bei manchen hier nicht wirklich durch. Was man, glaube ich, hier sieht. Ich habe da ein paar nicht komplett beendet. Ich kann halt jetzt noch das Stream Chaser Event machen. So. Da bekommt man einfach so ein paar Rewards, wenn man einfach Bosse klatscht, I guess. Das ist ja cool. Nehme ich gern mit. Das ist honestly sehr, sehr appreciated. Was ist das ja eigentlich? Ein Hillity. Hab bisher keine Hillity Charakter vor. Surprisingly. So, alles mitnehmen. Okay. Ich dachte aber eigentlich, da gibt es eine, dass man Dream Bubble irgendwie nutzen kann, um Pompom wieder zu finden. Also nochmal zu Pompom Stream zu gehen.
Ging das irgendwie anders? Und die Dream Bubble ist ja, glaube ich, hier eigentlich. Und usen kann ich die nicht wirklich. Was ist das eigentlich? Anyway, aber das Ding meine ich. Kann ich leider nicht wirklich aktiv usen. Ich würde jetzt nochmal zur Glocki-Statue gehen und dann würde ich noch ein bisschen erkunden. Einfach noch ein bisschen Zeug fertig erkunden, ne? Hi. Oh, ich habe alle. Never mind. Hey, guck mal, ich habe durch den ganzen Baum, den es hier gibt, insgesamt einen Pull. Krass. Anyway. Holen wir das noch. 87 und ich habe jetzt 42 Pity. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Und ich bin guaranteed. Das auch noch. Das hört sich echt gut an. Was wollte ich noch machen? Stimmt, Standardbanner. Beim Standardbanner habe ich immer so die Tradition, direkt den Pull drauf zu hauen. Und dann immer wieder enttäuscht zu werden, da es ein Restart ist. Anyway. So, was haben wir hier jetzt noch? Ah, stimmt, Simulated Universe und so Stuff. Habe ich die Woche noch nicht gemacht. Will ich jetzt aber auch nicht on Stream machen, weil es echt langweilig ist. Für Stream zumindest. Ich würde super gerne nochmal die Dream Bubble mit Dings machen. Was ist Psychic Detective? Und was ist die Golden Capsule Machine? Downsea. Okay, warte mal. Wir können gerne versuchen, die Burps alle zu finden. Ah! Das hat super lang gedauert, bis ich das Ding einmal getroffen habe. Okay. Wo sind die alle? Ist die Frage. Er würde einfach sagen, ich laufe jetzt dorthin, aus einem einfachen Grund, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich noch einen zweiten finde währenddessen. Okay. Währenddessen bekomme ich halt noch die Sticker, wenn ich die halt auch noch finde. Währenddessen. Ich habe halt eigentlich schon alles abgesucht, aber danach ist es erst wirklich in die Welt gespawnt, weil ich erst danach die Quest begonnen habe, was ein bisschen sad ist. Damn, hier ist noch so viel Zeug gespawnt. Vor allem so viele Sticker. Absorb Emotions. Nice. Okay.
Das Ding ist, es müsste ich halt eigentlich überall noch suchen. Und da habe ich keine Lust, ehrlich gesagt. Oh, da hinten ist noch eine Truhe, merke ich gerade. Wir haben Ads. Danke, ich werde gleich warten auf Ads. Ich hole mir nur noch die Truhe. These trifles are of no use to me. Ist schön, dass die nicht nützlich sind, General, aber ich brauche die, okay? Wäre es fein, wenn ich die dann nehme? Danger. Ich habe keinen Fall gerade beim Dreamscape-Ding vorbei, nein. Das ist die Sticker Location 170, okay. Yay. Ads sind toll, oder? Wir alle mögen doch Ads. Ich meine, ich laufe jetzt einfach ein bisschen rum, wenn ich irgendwas finde, was toll aussieht, werde ich dann sagen. Dann den Ads. Ich habe einen Lordy Trashcan gefunden. Okay. Habe ich gerade die Lordy Trashcan gebrochen? Okay. Bin der gerade gedodged. Danke. Das sind zwei, das ist natürlich nett. Okay, dann warten wir jetzt auf die Ads. Bis die vorbei sind. An Die endless Ads sind vorbei. lifespan is just a bitter Nice. wait for all will be revealed. Also, es ist In the toll. lunar flame, Ich bin einer Lordy Trashcan gedodged. blade of moonlight. Let the valuation go nappy! I'm scared! A quick divination. Converge and awaken! No matter. Ready for death. I'm gonna hold everyone back again! Teilen wir einmal For easy. your own skin. No matter. I see through you. Try harder. All things human creations. Bisschen generell heilen. Easy, Numby. Liquidation. Und ja, dadurch, dass ich zwei Leute habe, die Trashcans quasi komplett killen können, ist es relativ easy, die zu breaken. Also wenn es halt super viele sind. Where there are people, there is noise. Okay. Ey. Ich hab's gesehen. Ein weiterer Böck. Also wer bist du jetzt?
Okay. Become part of the family. Raise and flatten and enjoy feasting. It's not filled with soul glad. Oh, sad. This is ridiculous. Okay, gehen wir mal zu den anderen Dingen, was mir da gerade angezeigt wird. Ich weiß nicht, was wir übrigens noch machen. Ich wollte hauptsächlich eigentlich das normale Ding machen. Wenn es jetzt nicht zu Spannendes mehr geben wird. Kaum wen erstmal. Okay, dann das ist jetzt auch wieder eine komplette Quest. Die will ich jetzt nicht machen. Will mich aber eigentlich immer noch umsehen wegen den Burps. Ob ich noch mehr Burps finde. I heard old Odie came to A dream about eons? Hm. Watch your Dinger step. müssen umgeschmissen werden. Give him a kid's meal. all that education. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt nichts mehr finde, werde. Ups, das Ding hat sogar mehr Emotionen. Das ist jetzt sad. Aber wirklich, ich hab's geschlagen. Es muss sad sein. Ich gucke mich halt hier jetzt gerade die ganze Zeit um, ob ich noch irgendwas finde in der Richtung, wo ich F drücken kann. Genau, wo ich halt Burps finde. Wäre sehr cool, wenn ich noch mehr Burp finden würde. Burp ist cool. My dream is right before my eyes. Cake, soda, fresh baked. Metamorphosis and Rebirth. Okay. Clocky's Pizza. Every stick of the clock is a tasty one. Ich meine, wie viele Burps fehlen mir denn noch, laut dem Ding? 10 Birds von a total of 20 Birds. Es gibt 20 Burps insgesamt. Echt jetzt? Krass. Und die gibt es wahrscheinlich... Ja, die gibt es wahrscheinlich nur im Ding dann hier. Wie viel gibt's hier? 10. Habe ich 4. Wie viel gibt's hier? 6 habe ich... 10 habe ich 6. Und wie viel gibt's hier? Reverie Dreamscape. Da gibt's keins. Oder was? Doch, hier. 20 habe ich auch nur 8. Es fühlt sich an wie die Crocs all over again. Okay, wo erkunden wir jetzt, ist die Frage. Ich hätte Bock irgendwo noch zu erkunden ein bisschen. Weiß nicht wo. Ich meine, hier war ich halt dort oben noch nicht bisher. Also wir können halt dort noch erkunden. Würde für mich zumindest Sinn machen. So, halt hier dann nach oben gehen. So, das kommt erstmal doch da oben hin. Das passt nicht wirklich rein. Doch, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dorthin passt.
Ja. Same old tricks. Same old tricks. Anscheinend kennt Jingliu sowas. Watchmaker. Pictorial World. Okay. So, aber das war alles, was mir hier jetzt noch eingefallen ist. Warum hatte ich das? Wir können halt noch im unteren Stockwerk auf der linken Seite gucken oder hier auf der rechten Seite, ob da noch irgendwas ist. Nö, aber da ist eine Tour. Weil von den 33 Truhen 20 gefunden zu haben, ist irgendwie sad. Ist ja fast so, als hätte ich kaum was erkundet. Und eigentlich habe ich ja relativ viel erkundet. Von dem, wo wir halt hin konnten bisher. Oh. Hier ist nochmal Distortion Room. Okay. Machen wir den, würde ich sagen. Gibt jetzt nicht viel anderes, was wir machen können. Also. So, easy. Ja? Also ja, ich war kurz dumm. Ja. It worked. Bin nicht mehr so smart wie beim letzten Mal, wo mit dem Rätseln der Lösung, genau. Wir tun nämlich die Rätsel einfach verlösen und dann hat es genau den Effekt, den man denkt. Es wird komplizierter und nicht funktioniert mehr. The moon shines on the truth. Ich wollte schnell E machen, aber ich kam nicht dazu. Ist es nur der eine? Nee, sind beide. Aber alle sind wütend. Liquidation! Together as one. Blade of moonlight. Low risk, high reward. Okay. These are devils. I'll crush them all. Komm, das hätte doch ausreichen können, um Jingliu wieder A quick aufzuladen. divination. Try harder. Ja, und jetzt einfach mal alle wieder lieb machen. Let the valuation begin. Go Nappy! I see through you. Ich meine, wenn die gerade auf dem Liebstatus sind, dann sind die eh nicht gefährlich. Do not concern yourself with the outcome. Oh, das ist ein Yank. Ein Yank. Yep, alright. Dann zurück. Nehmen wir das Ding hier wieder mit. Und gehen hierher. Gehen hierher. The moon shines on the truth. Vereisen den, weil der mehr auf den Senkel geht. Ich möchte nicht mit denen interagieren, danke. Gehen einmal auf der Ebene jetzt. Ah, dann muss ich den noch nicht noch einmal besiegen. Was war im Dream Chaser Bullet Board? Ja, ich muss den noch einmal besiegen sogar. Hey, du hast doch nicht zufällig vor, einmal besiegt zu sein, oder? Blade of moonlight. All will be revealed. In lunar flame. Easy, Numby.
Sehr gut. Es gibt nämlich sehr viele Gems nochmal. Ja, legit. Wir können jetzt einfach nochmal hierher gehen und mir das hier abholen. Da brauche ich jetzt hier nur noch das Job-Posting. Calyx habe ich direkt gemacht. Cavern of Corrosion habe ich noch nicht gemacht. Und dann noch die Stagnant Shadows muss ich noch jeweils ein paar Mal machen. Oh, hi! Okay, wir können dort lang. In eine andere Richtung können wir nicht wirklich. Okay, haben wir hier noch eine Tour? Okay, ich würde jetzt erst sagen, wir gehen in die Richtung. Kein Grund oder so, einfach nur weil ich hier eine Truhe gesehen habe. Also es gibt schon einen Grund, zwar die Truhe. I guess. Ui. Nehmen wir das mit. Oh, freaking hell. Machen wir das ja erstmal wieder normal. Gibt es sonst nichts mehr? Okay. Ich würde jetzt auch nichts mehr wirklich sehen. Also würde ich sagen, teleportiere ich mich irgendwo anders hin. Ja, es fehlen halt immer noch 10 Huhn. Okay, und davon halt 2 Warp Trottern und 2 Lordy Trashcan. Es ist dennoch so viel. Damn. Hi. Sarah Hunter Sam. Okay. So, das ist jetzt so die nächste Frage. Erstmal 100 Achievements im Eager for Battle. Ich weiß nicht, wie ich da jemals 100 geschafft habe, aber okay. Anyway. Lass mal schauen wegen Bulletin Board. Job Posting. Ich muss die Dinger jeweils einmal machen. Okay, dann mache ich die genau einmal. Weil dann bekomme ich Gems, you know? Bin mir nicht sicher, ob ich die sonst machen würde. Was brauche ich hier? Physical? Okay. Auch wenn ich ihn nicht mag, muss ich ihn halt mal mitnehmen. Tedious. Stay put. Embrace virtue. Beauty is eternal. Der ist nicht mal gut hierfür. What the fuck? Converge and awaken. No matter. Ja. Schutzschild halt. Blade of Moonlight. Und alles gut. Hab's mit Absicht nur auf 10 gestellt. Keine Sorge. Alles geplant. Jetzt kann ich einfach F1 drücken. Go. Job Posting. Ich hab das schon mal. Jetzt muss ich das dort einmal machen. Das kann ich auch relativ schnell machen. Gehe ich einmal hin, mache ich. Dafür brauche ich am besten Windhören. Blady. All will be revealed. In Luna. Lunar flame. Blade of Moonlight. Das war jetzt erst die schwerstärke Attacke. So, maybe go one cycle mit Jingliu, aber Hauptsache Blade mitgenommen. Das ist das Wichtige.
Okay, jetzt muss ich noch die beiden Dinger machen. Einmal Cavern of Corrosion. Da freue ich mich schon nicht drauf, weil ich kann die Cavern of Corrosion, glaube ich, nicht mehr gebrauchen für irgendjemanden. Like, I don't know, was Hanabi braucht, aber ja, das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Ah! Ich habe die Maximum Number of Relics. How the... Ich habe das in Genshin seit Jahren nicht mehr, das Problem. Tschüss, 3-Star und 4-Star, bitte, danke. Kann ich nicht Quickselect so 3-Star machen? Okay. Habe ich wahrscheinlich dann nicht mehr. Sollte relativ viel Platz jetzt wieder sein. Wie viel habe ich jetzt? Ich verstehe übrigens nicht, warum es da überhaupt einen Cap gibt. Not gonna lie. Okay. Ja, let's go. Ist aber selber in Genshin. Ich verstehe nicht, warum es bei Artefakten einen Cap gibt. Let's go! Aber leider ist es nicht so gut, das auch gehen zu lassen, aber egal. Sehr gut. Nochmal das hier. Also ich persönlich finde ja das Team, das ist nicht mal so schwach. You know what? Auto Mode. Aber jetzt kann ich drauf. Okay. I'll crush them all. In lunar flame. Warte mal, deren Explosion zählt auch? Wusste ich gar nicht. Ja. Dass Huahua jetzt nichts Falsches macht. Wir wollen die Explosion von ihm haben. Okay. Ich meine, das hat schön Crit Damage, aber Subsets. Subsets sind immer scheiße. Okay. Macht es aber eh nur dafür. Ja. Jetzt muss ich noch einen Style and Shadow machen. Auch wenn ich nicht weiß, was Hanabi gerade braucht. Ich weiß es nicht. Deswegen lassen wir es einfach. Vom Wissen her. Wir machen jetzt einfach den da. Mach ich da einfach einen stärkeren rein? Macht schon Sinn. So, hier Blade. Ich denke, Blade hat immer ein Enhancement. Ich weiß nicht warum.
stand down. Blade of moonlight. Ja, jetzt All wird's will witzig, be wir revealed. quasi Lunar flame. flippen die auf der Out, die draußen sind, die ganze Zeit hin. Blade Ja. for death. Failed to send you. All things in this Ja, jetzt sind die human so, deswegen creation. lass mal das lieber machen. I'm scared. Wollen jetzt einfach Overheat noch I kommen. see. I will dispatch you. Nowhere to run. Also ganz ehrlich, mit dieser Defense Reduction. So, das ist der Unterschied an Gegnern. Das ist ein Gegner, der schwächer wird, wenn man schlau spielt. Das ist ein wesentlich angenehmerer Gegner als ein Gegner, der stärker wird, wenn man schlecht spielt. Das ist ein komplett anderes System. Und ich finde, die, wo schwächer werden, wenn man gut spielt, wesentlich besser. Weil da wird man belohnt. Das hat Star Rail bisher in den Bossen nicht so gut gemacht, aber der Boss hier, der gefällt mir sehr. Weil der macht Sinn. Wenn man gut spielt, ist man gut. Ja. Also wenn man gut spielt, ist man gut. Ja, krass. Und wenn man gut spielt, hat man davon auch was. Firefly. Oh. Oh. Firefly. In the sky and you. Sad, angry. Oh. Ich muss wirklich sagen, ich liebe die Story in Penacony. Maybe auch, weil Firefly mir richtig ins Herz gewachsen ist. Sie ist ein wunderbarer Charakter. Ah, ich hoffe, sie wird irgendwann spielbar. Ich hoffe. Jetzt fängt es da wieder mit an. Ja, Forgotten Home mache ich jetzt aber nicht. Ich mache noch hier das Achievement. Return to Firefly Secret after everything has concluded. Revisit the secret place alone. Oh. You know, maybe spare ich auch einfach bis die irgendwann rauskommt. Oh. Nee, ich werde schon noch andere noch holen. Aber maybe pull ich auch irgendwann auf C6, ich meine E6 Firefly. Mal gucken. Padaka. Ich werde jetzt gleich aufhören. Aber wir haben natürlich hier danach nur sagen.
Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich hier hinten das Ding noch machen will. Deswegen stelle ich mich hierher. Ich liebe den Song. Aber ja, ich beende jetzt den Stream. Bisschen kürzer als sonst, aber wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Ich weiß nicht, wann der nächste Star Wars Stream sein wird. Ich vermute mal, wenn neuer Content da ist. Weil ich mache Star Wars wirklich nur, wenn ich wirklich Content habe, wo ich es machen kann. Ich spiele es gerne mittlerweile. Aber für Stream ist es echt nicht unbedingt ein gutes Spiel. Also ja, ist eher so ein Off-Stream-Spiel, aber so Story und cooles Zeug will ich definitiv mit on-Stream machen. Und es wird auch so bleiben. Das ist jetzt so meine Entscheidung zu Star Wars. Ja. Ich werde es beenden und dann gucken wir mal, wen wir raiden. Okay, wen raiden wir? Ich glaube, wir raiden wieder Fair. Also ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.